Als ich diese Schachtel vor 30 Jahren das erste Mal in der Hand hatte, war ich ganz aufgeregt. Ein neues Adventure von LucasArts. Full Throttle, Vollgas. Und die Frage war, nach Day of the Tentacle, Sam & Max und Indiana Jones and the Fate of Atlantis, ist es denn wieder so genial? Und die Frage heute ist, macht's denn noch Spaß? Wir schauen es uns zusammen an. Und tatsächlich habe ich hier die originale CD-ROM-Version. Der Wahnsinn, sie hat die Zeiten überdauert. Aber wir benutzen heute trotzdem die Remastered-Fassung, die es mittlerweile zu kaufen gibt. Einfach aus dem Grund, es läuft total gut und ich muss auch sagen, die Überarbeitung ist richtig gelungen. Aber wir machen den Classic-Modus, denn ich mag die alte Grafik viel, viel lieber als die neue. Los geht's! Ja, und da sind wir auch schon drin in der Remastered-Fassung. Ihr seht, man braucht keine DOS-Box und nix, das läuft natürlich direkt. Ich habe es allerdings so eingestellt, dass wir mit der alten Grafik spielen, weil ich möchte einfach dieses Feeling von damals noch einmal erleben. Und ich muss sagen, ich mag die alte Grafik etwas mehr. Die neue ist gelungen, keine Frage, aber ich mag sie einfach mehr. Wir gucken es uns trotzdem zwischendurch immer mal wieder an, wie es denn früher aussah. Also, neues Spiel. Los geht's und ihr kennt es, ich kann ganz schwer meine Klappe halten, aber ich möchte diesmal versuchen, während des Intros nichts mehr zu sagen. Auch wenn ich es mitsprechen könnte. Immer wenn ich Asphalt rieche, denke ich an Maureen. Das letzte, woran ich mich erinnern konnte, bevor mir schwarz vor Augen wurde, der schwere Geruch von Asphalt. Und das Erste, was ich sah, als ich aufwachte, war ihr Gesicht. Sie sagte, sie würde mein Bike wieder in Ordnung bringen. Umsonst, ohne Haken. Aber ich hätte wissen müssen, dass die Dinge niemals so einfach sind. Ja, wenn ich an Maureen denke, denke ich an zwei Dinge. Asphalt und Ärger. Ripburger, Sie sind ja total verblödet. Mr. Corley, hören Sie sich meinen Plan nur einmal an, meine Vision. Ich kenne Ihren Plan, Ripburger. Sie warten, bis ich abkratze, um dann meine Firma zu übernehmen. Oh, Sir, das ist nicht Ihr Ernst. Ich warte nicht darauf, dass Sie das Zeitliche segnen. Sie wissen, dass ich Sie nie leiden konnte, Rip. Aber Sie haben den nötigen Geschäftssinn und Killerinstinkte, das respektiere ich. Oh, danke sehr, Sir. Aber diese neueste Idee von Ihnen, auf unserer Aktionärsversammlung vorzufahren, zusammen mit einer Motorradgang. Wen wollen Sie eigentlich zum Narren machen? Die Aktionäre natürlich, Sir. Das ist gute Werbung und könnte unserem Image nicht schaden, wenn man uns zusammen mit echten Kunden von Corley Motors sieht. Was wissen Sie schon von unseren Kunden, Adrian? Sie haben doch selber noch nie auf einem Motorrad gesessen. Sie wissen, dass ich sehr gerne damit fahren würde, Sir, wenn ich nur nicht diese Gleichgewichtsstörungen hätte, dieses Problem im Innenohr. Ach, Ihre Ohren sind völlig gesund. Aber das, was dazwischen steckt, beunruhigt mich.
Dan. Mhm. Weißt du, Ben, wir sind pleite. Ja? Wenn uns nicht bald ein paar Kröten über den Weg laufen, haben wir ein großes Problem. Nur die Ruhe. Ich habe so ein Gefühl, irgendwas läuft uns über den Weg. Ich meine was Großes. Ich glaube, Sie bleiben lieber hier, Rip. Der Laden ist nur für Biker zugelassen. Also schön. Wer von euch ist über mein Auto gefahren? Weshalb braucht er da drinnen nur so lange? Vielleicht hat sich der alte Corley Ärger eingehandelt. Ja, vielleicht haben sie ihn mit nach hinten in den Hof genommen und ihm dann eins übergebraten. Eine hübsche Vorstellung, aber wohl nicht sehr wahrscheinlich. Ich glaube, er wird sie mit ein paar Geschichten aus der guten alten Zeit zu Tode langweilen. Aber Malcolm, ist das nicht illegal? Nein, damals war es das noch nicht. Also, mit wem fährst du heute? Er fährt mit mir. Obwohl ich davon überzeugt bin, dass er viel lieber mit Ihrem kleinen Club fahren sollte. Ich habe Ihnen doch gesagt, Sie sollen den Wagen warten, Ripburger. Ich habe mir gedacht, dass Sie vielleicht etwas Hilfe bei den Verhandlungen brauchen, Sir. Was für Verhandlungen? Ja, wir sind hierher gekommen, um Ihnen und Ihren Männern Arbeit anzubieten. Mr. Corley würde sich freuen, wenn Sie ihn zur alljährlichen Corley Motors Aktionärsversammlung begleiten. Sieht das hier für Sie aus wie eine Begleitagentur? Für Ihre Bemühungen würden Sie natürlich eine entsprechende Vergütung erhalten. Wir sind nicht interessiert. Es sieht aber sehr danach aus, als könnten Sie das Geld wirklich gut gebrauchen. Hören Sie, ich sagte, wir sind nicht zu mieten. Die Polecats kann man nicht mieten. Auch nicht, wenn das Malcolm Corleys letzter Wunsch wäre? Ripburger, jetzt reicht es, ich werde Sie... Warte eine Sekunde, Malcolm. Wenn's dir nichts ausmacht, würde ich mich gerne mal kurz mit Mr. Ripburger vor der Tür unterhalten. Ausgezeichnete Idee. Der Arzt sagt, dass er nur noch wenige Monate zu leben hat. Das sind für uns alle schlechte Nachrichten. Er ist nicht nur ein netter Kerl, sondern er ist auch der letzte Motorradhersteller, den es hier gibt. Was passiert mit Corley Motors, wenn er stirbt? Keine Sorge, ich habe einen Plan. Und wenn Sie uns zur Aktionärsversammlung begleiten, werden Sie herausfinden, was ich vorhabe. Keine Chance, Ripburger. Die Polecats sind keine Typen zum Mieten. Wenn Sie ein paar Muskeln kaufen wollen, sollten Sie die Rottweiler finden. Der alte Mann sagt, er will die Polecats oder gar nichts. Ich schätze, dann kriegt er wohl gar nichts. Und das ist Ihr letztes Wort? Das ist es. Hören Sie zu, ich mache Ihnen noch ein allerletztes Angebot. Bolus, nimm die Jacke und schwing dich auf sein Motorrad. Wir müssen uns um diesen Doppelzentner Abschaum kümmern. Es muss wie ein Unfall aussehen. Diese extra steife Krawatte denkt tatsächlich, ich würde ihm die Kontrolle über Corley Motors überlassen, wenn ich gehe. Mann, der kann sich auf eine Überraschung freuen. Hey, wo will Ben denn hin? Ihr Kollege hat sich entschlossen, unser großzügiges Angebot doch noch anzunehmen. Er wollte schon mal vorfahren, um sich die Strecke anzusehen. Tatsächlich. Also gut, Jungs, dann wollen wir mal. Yahoo! Kommen, wir kommen! Ja, und dann sind wir schon drin. Ja, ein Wahnsinns-Intro. Mann, damals war ich total geflasht von diesem Intro. Überhaupt die ganze Präsentation damals richtig schick. Es hatte keine SVGA-Grafik, aber es sah einfach toll animiert aus, war fantastisch gezeichnet. Und ich muss auch sagen, die deutsche Sprachausgabe war richtig gut, ist immer noch richtig gut. Ne, wer es nicht kannte, ja, Hellboy lässt grüßen, also die deutsche Stimme von Hellboy unter anderem. Man sieht, man kann in der Remastered-Fassung immer wieder umschalten mit F1 in die neue Grafik. Und natürlich ist die scharf und schön gezeichnet und alles. Aber ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich mag den alten Pixel-Charme einfach viel mehr. Es ist einfach mein Vollgas, mein Full Throttle, wie ich es damals gespielt habe. Insofern
Alles gut. So, Bike nehmen wir. Irgend so ein Witzbold hat mir die Schlüssel geklaut. Das mag ich gar nicht. Man sieht auch hier, die Steuerung ist einfacher geworden. Wir haben nicht mehr die Worte unten, mit denen man einen Satz bilden kann. Es gibt nur noch dieses Action-Menü und die Tür. Aufmachen! Machen wir natürlich mit dem Fuß auf. Ich hab die Tür repariert. Hat geklemmt. Hör zu, ich will keinen Ärger. Halt mich einfach raus aus dieser Scheiße. Dein Glück, dass das ein Dachs ist. Warum? Wenn das ein toter Iltis wäre, müsste ich deinen Laden auseinandernehmen. Der Iltis ist unser Wappentier. Was ist das? Es heißt großes, graues, getropftes Gebilde. Ich habe mal einen Kunstkurs besucht. Na klar. Also quatschen wir ihn an, komm. Sieht aus, als wären dir die Kunden ausgegangen. Ja, deine Gang ist mit diesen wohlgekleideten Herren abgehauen. Also was soll's sein, Meister? Ich will wissen, wer mir eins übergebraten hat. Vielleicht hat es dich einfach umgehauen. Du solltest lernen, mit Alkohol vorsichtiger umzugehen. Ich glaube, du steckst in der ganzen Scheiße mit drin. Ja, aber was willst du dagegen machen? Was willst du haben? Ich suche meine Schlüssel. Ich habe keine Ahnung, wovon du redest. Willst du was? Hast du was gegen Kopfschmerzen? Ein bisschen Mitleid, Danke. aber nicht viel. Ja, also gesprächig ist er nicht. Wir kriegen nichts aus ihm raus, also werden wir eben handgreiflich. Weißt du, was deiner Nase besser stehen würde? Was? Die Bar. Also hör auf, mich zu verscheißern. In Ordnung, in Ordnung. Ich hab deine Schlüssel, aber ich weiß von nichts. Sie hatten Pistolen. Sie sagten, ich soll dich so lange wie möglich aufhalten. Warum? Ich weiß nicht, ich weiß es nicht. Ich hab gehört, wie sie irgendwas von einem Hinterhalt erzählten, oben an der Straße. Was noch? Nichts, wirklich gar nichts. Hör zu, Mann. Hier sind deine Schlüssel, alles klar? Oh, irgendjemand hat was davon erzählt, dich umzubringen. Und dass es so aussehen soll wie ein Unfall. Da waren sie nicht sehr erfolgreich. Aber warum wollen sie die Polecats in einen Hinterhalt locken? Ich mache mich besser auf den Weg. Und los geht's. Wir haben unsere Schlüssel, wir können unser Motorrad benutzen. Ab geht's. Ist schon alles richtig genial animiert. Ich liebe das total. Wenn ich auf der Straße bin ich unverwundbar. Niemand kann mich aufhalten. Aber sie versuchen es. Bist du nicht der Nummer 1 Polecat Obermacker? Ja, und du bist mir im Weg. Gewöhn dich dran, Mann, wenn die Rottweilers auf der Straße sind, gehört sie ihnen. Hey, das meine ich ernst. Jemand will die Polecats linken. Jemand will die Polecats linken? Oh Himmel, was sollen wir bloß tun? Das reicht jetzt. Komm schon, Polekätzchen! Runter mit dir! Und wir haben zum ersten Mal eine dieser Action-Sequenzen, wo man eigentlich... Egal. Oh.
Ich möchte Ihnen jetzt noch ein allerletztes Irgendjemand hat was davon erzählt, dich umzubringen. Und das ist auch irgendjemand hat was davon erzählt, dich umzubringen. Keine Das ist auch Sorge, wie ein ich Unfall. habe einen Plan. Sie hatten Pistolen. Malcolm Corleys letzter Wunsch. Irgendwas von einem Hinterhalt oben an der Straße. Ich habe einen Plan. Mann, das ist ja fürchterlich. Die druckt mein Redakteur besser in Farbe. Ich sollte dir jetzt wohl besser Hilfe besorgen. Oh, hör auf zu nörgeln. Ich kenne hier jemand, der kriegt alles wieder hin. Was bist du? Ich bin Mechanikerin. Und so wie es aussieht, bin ich auch eine ziemlich gute Ärztin. Ich heiße Maureen. Ich heiße Ben. Warum hast du mir eins auf den Kopf gegeben, Maureen? Du hattest einen Unfall. Wood hat dich gefunden. Sie hat dich und dein Bike hierher gebracht. Mein Bike? Was hast du mit meinem Bike gemacht? Ich hab's von den Toten zurückgeholt. Genau wie dich. Ungefähr das Gleiche, was ich auch mit dir gemacht habe. Ich brauche allerdings ein bisschen Hilfe, um fertig zu werden. Wer bist du? Maureen, erinnerst du dich? Wenn das zu schwierig ist, solltest du vielleicht bei Mo bleiben. Hast du auch einen Nachnamen? Ich benutze ihn lieber nicht. Und was ist mit dir? Dasselbe. Dann bleibt es wohl für immer bei Ben und Mo. Ist das eine autorisierte Corley-Werkstatt? Du könntest das hier eine autorisierte Corley-Werkstatt nennen. Aber ohne den offiziellen Papierkram. Ah, ein unrechtmäßiges Corley-Unternehmen. Nenn es lieber ein abtrünniges Corley-Unternehmen. Woher kannst du so gut mit Motorrädern umgehen? Ich bin damit aufgewachsen, mit meinem Vater daran zu arbeiten. Einen ganzen Sommer lang haben wir nichts anderes getan, als diese alte Hardtail wieder in Schuss zu bringen. Wir haben jeden einzelnen Bolzen geschrubbt, bis alles glänzte. Aber eines Tages ist er abgehauen und nie wiedergekommen. Also bin ich zu Toastern gewechselt. Wohnst du in der Stadt? Naja, Mellonweed hat nicht viel von einer Stadt. Was übrig ist, sinkt ungefähr einen halben Meter pro Jahr. Die Leute passen sich entweder an oder sie hauen ab. Ich finde das in Ordnung. Kein Gesellschaftstyp? Ich komme mit Toastern besser zurecht, das ist alles. Du scheinst dich mehr für mich zu interessieren als für dein Motorrad. Wie sieht's aus? Sieht besser aus als vorher, aber du musst mir etwas helfen. Die Vordergabel war Schrott, also musst du eine neue besorgen. Und irgendjemand hat mein Schweißgerät gestohlen. Kannst du dir das vorstellen? Ohne das kann ich nicht fertig werden. Und außerdem habe ich den Tank repariert, war gerissen. Aber du hast kein Benzin mehr und ich habe auch keins. Wo soll ich den ganzen Kram finden? Das kriegst du schon hin, starker Mann. So, jetzt können wir sich das Ganze fragen, aber das finden wir schon raus. Aus dem weiß ich's noch. Es sind so... Egal, das finde ich schon selber raus. Was immer dir die Haare zurückweht. Sag mir Bescheid, wenn du was gegen Kopfschmerzen brauchst oder so. Ja, weil die Rätsel sind tatsächlich nicht so schwer. Wir schalten nochmal mal, sieht's hier, es ist einfach dann Mo? deutlich Ja, Ben? aufgelöster. Ich finde es, wie gesagt, es ist ein schöner, schicker, neuer Stil, aber... Na, ich lass dich wieder an die Arbeit. Sag mir Bescheid, wenn du irgendwas brauchst. Wir bleiben beim alten LucasArts Pixel-Stil. Oh, gut. Du bist noch nicht tot. Dann habe ich was bei dir gut. Ich hab gehört, du hast mir das Leben gerettet. Ja, aber keine Sorge. War nicht meine Absicht. Ich war nur auf der Suche nach ein paar netten Katastrophenfotos. Wen interessiert ein Bild, auf dem ich verblute? Es geht nicht ums Blut. Es geht um die Art, wie du verknotet warst. Du hast ausgesehen wie eine Brezel. Ich muss einen Hinterhalt verhindern. Hinterhalt? Wirklich? Wo? Irgendwo zwischen hier und Corville.
Meine Gang begleitet ein paar VIPs zur Corley Motors Aktionärsversammlung. Und an der Straße wartet irgendwo ein Hinterhalt auf sie. Ja? Das ist nicht leicht für mich. Ich brauche... Komm schon, Mann. Spuck's aus. Kannst du mich nachher im Auto mitnehmen? Ich muss diesen Hinterhalt vereiteln. Du hast recht. Wir müssen zu diesem Hinterhalt. In Ordnung. Aber ich fürchte, ich bin zurzeit nicht motorisiert. Wie sind wir dann hierher gekommen? Per Anhalter. Tja, dann gehe ich wohl besser. In Ordnung. Und fahr vorsichtiger. Ja, da hat sie uns angeschwindelt, würde ich mal sagen. Pass auf. Wir gehen. Danke fürs Mitnehmen. Jetzt habe ich was bei dir gut. So, jetzt sind wir nach viel Story, Gerede und einem kurzen Rätsel im ersten Hauptbereich. Und es gibt tatsächlich ein paar Locations, die wir besuchen können. Es sind aber auch nicht so wahnsinnig viele. Also das ist etwas, was Full Throttle ausgezeichnet hat. Leider, es ist sehr, sehr einfach. Die Rätsel sind wirklich mit wenigen Klicks erledigt. Entweder schweißt jemand da unten, oder das ist eine ziemlich primitive Form der Rundfunkübertragung. So, wenn wir nicht hier reingehen, dann haben wir den Raum. Ist mit Stahlstreben verschlossen. Das Fleisch nehmen wir mit. Schränkchen machen wir auf. Was ist das hier? Dietrich, nehmen wir mit. Leer. Leer. So, das macht nämlich so noch keinen Sinn. Passt mal auf. Aber wenn wir das Ganze anders machen, klopfen. Wer ist da draußen? Hey. Ich versuche hier drin Kunst zu machen, Kumpel. Ich habe keine Zeit zu vergeuden. Und jetzt machen wir die Tür auf. Diese Aussicht definiert wahre Schönheit. So, jetzt kommen wir nicht in seinen Verschlag rein. Und dort finden wir was ganz Wichtiges. Ich hoffe, er versucht nicht, die zum Leben zu bringen oder sowas. Autsch. Als Kind hatte ich auch einen Hund mit einem Trichter auf dem Kopf. Was haben wir da? Ein Schweißgerät. Das sollte ich Mo schnell zurückbringen. Das ist mein Schweißgerät. Wo hast du das her? Oh, lag irgendwo rum. Eine Gabel und etwas Benzin und wir sind bereit. Den Benzinkanister habe ich noch vergessen. Wenn man sich die Rechtsklickt, dann hat man sein Inventar und mit Linksklick eben diese Hotspot-Anzeige. Wenn man doppelklickt, dann kommt man auch schnell an die Locations ran. Gehen wir mal zum Benzinturm. Das Vorhängeschloss sieht ziemlich stabil aus. Schloss mit Dietrich, klar, das ist ja schon fast zu einfach. Also man sieht, es gibt keine Sätze oder so, man nimmt einfach einen Gegenstand und benutzt den mit der entsprechenden Stelle.
Na klar. Das nächste Mal warten Sie, bis ich Feuer gesagt habe, Floyd. Tut mir leid, Boss. Ich war so aufgeregt. Man kann immer wieder hingehen und man kann die Typen natürlich auch immer wieder anlocken. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Wenn man gleich flüchtet, dann sehen sie einen auch nicht. Schnell weg, 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 weg. Aber wir wissen natürlich, was wir tun müssen. Wir locken sie an und dann verstecken wir uns. Schnell in den Schatten. Bleiben Sie, wo Sie sind. Hey, wo ist er? Ich hab doch gesagt, letztes Mal habe ich ihn erwischt. Wer hat dann den Alarm ausgelöst, Floyd? Vielleicht will uns nur jemand verscheißern. Nein, das ist er. Das ist der Kerl, den Sie nie treffen. Naja, wenn Sie das Ding hier mal stillhalten würden, wenn ich schieße. Ich geh mal runter und seh mir das aus der Nähe an. Ich sehe niemanden. Er muss abgehauen sein. Nein, wir hätten ihn aus der Luft wegrennen sehen. Er muss sich im Turm verstecken. Wir haben ihn in der Falle. Gehen wir hoch und schnappen ihn. Ich weiß das natürlich alles noch. Ich habe es ja damals gespielt und selbst nach 30 Jahren sind einem die meisten Rätsel noch geläufig. Oh, mir fehlt was. Verflixt. Ich kann das Benzin nicht abzapfen. Naja, ich habe keinen Schlauch. Wo war denn der Schlauch? Hab ich den bei der Mauer übersehen? Ah, da ist er. Da hinten, Schlauch. Sieht man nicht, aber... Jetzt ist die Frage, ob die noch da sind, die Typen. Oder ob man sie nochmal an... Ja, die stehen noch da rum. Also das ist... Ja. Sackgassen gibt's nicht. Die warten da, bis ich fertig bin. Das ist ganz nett. Kanister mit Schlauch. Und was macht man mit einem Schlauch, wenn man Benzin abzapfen möchte? Man benutzt den Mund. Hey, wer ist das da unten im Hof? Das ist er. Den kriegen wir. Wo? Da drüben. Schnell, auf die andere Seite. Dann haben wir ihn in die Ecke gezwängt. Wo ist er hin? Das ist wohl ein Unentschieden, Herr Boss. Nein. Holen wir Verstärkung. Er hat den Kanister erst zusammengefallen und dann ist er damit rausgerannt. Naja, das sind so Details, was soll's. Oh, gut. Ist das aus dem Benzinturm? Nicht direkt. Nur noch eine Gabel und wir sind wieder auf der Straße. Also gehen wir zur letzten Location, dem Schrottplatz. Also ihr seht, die Rätsel sind einfach. Es sind meistens 1 oder 2 Gegenstände, die man kombinieren muss. So, und jetzt gehen wir zum Eingang rein und... Geht nicht. Kein Schloss. Das sollte kein Problem sein. Ja, kein Schloss. Ah, wir haben kein Schloss. Also, wir gehen noch ganz kurz. Hier liegt's noch rum. Schaut mal da. Schloss. Also man sieht schon, das Navigieren geht schnell. Doppelklick und man ist rucki zucki da. Das macht das Ganze natürlich sehr angenehm.
Das finde ich auch gar nicht schlecht bei so Adventures, wenn man Rätsel nicht auf Anhieb lösen kann, dann muss man sich nicht lang mit Laufwegen aufhalten. So, und jetzt können wir die Kette hochklettern und das Schloss bleibt einfach stabil. Ah, Schrott. Genau die Gabel, die ich brauche. Liegt direkt oben drauf. Mhm. Platz. Wer braucht schon Hunde? Ja, mit dem Hund müssen wir leider fertig werden, weil wir können nicht an die Sachen ran, ehe der Hund nicht erledigt ist und irgendwo untergebracht. Da gibt es diesen Nebenplatz. Jetzt darf er uns nur nicht sehen. So, jetzt packen wir das Fleisch in eines der Autos. Komm her, Fifi, komm. Bon Appetit, Bastard. Weil wenn man immer da an die Stellen hingeht, ist, wie gesagt, er jagt einen immer wieder. Man kann also nichts machen, ehe man ihn nicht außer Gefecht gesetzt hat. Also nichts wie hoch in den Kran. Und dann nehmen wir den kleinen Köter an den Haken. Aber sind ja schon richtig. Sehr schön. So, jetzt können wir uns unsere Gabel schnappen. Also ihr seht, wie gesagt, es waren relativ einfache Rätsel. Natürlich ist man mal an einer Sache 2, 3 oder auch 10 Minuten dran gesessen, aber da es nicht so wahnsinnig viele Möglichkeiten gab, nicht so wahnsinnig viele Gegenstände, war es in der Regel kein Problem. Also es gab wenige Locations pro Aufenthaltsbereich und auch wenige Inventargegenstände. Nette Gabel. Wo hast du die gefunden? Direkt neben den Messern und Löffeln. Nun, das ist es. Warte mal kurz draußen, dann mache ich sie fertig. Ich arbeite an einer Überraschung. Hey, ich wollte dich fragen, was ist das für ein Foto? Oh, das bin ich und mein Onkel Pete. Er hat sich auf dieser Nerzfarm um mich gekümmert, nachdem Dad abgehauen war. Als er starb, habe ich sie geerbt. Du hast eine Nerzfarm? Naja, das Teil war schon lange bevor Onkel Pete starb am Ende. Aber ich gehe immer noch hin, wenn ich mal eine Weile Ruhe brauche. Okay, pure Neugier. Ich bin jetzt weg. Ich hasse Überraschungen. In Ordnung. Hier kommt sie. Na, bin ich cool oder was? Du bist unglaublich. Ich sollte das Teil jeden Tag zur Schrott fahren. Also, was ist die Überraschung? Oh, nur dein durchschnittlicher zulassungswidriger Spezialtreibstoff-Rückstoßbooster der Zerstörerklasse. Ist das dein Ernst? Ja. Aber nur die Vultures haben... Ich habe so meine Beziehungen. Was jetzt? Willst du das Ding ausprobieren oder nicht? Wow, ich wünschte, ich hätte eine Kamera. Ich wünschte, ich könnte mich irgendwie revanchieren. Hau einfach ab, okay? Du vergraulst mir meine Kunden. Wiedersehen, Mo. Und schick mir eine Postkarte vom Hinterhalt.
wieso bist du hinter uns? Wo sind die Krawatten? Corley macht einen Boxenstopp. Der hat eine Blase wie ein Fingerhutmann. Ripburger? Hab ihn eine Weile nicht mehr gesehen. Ben, wie sieht's aus, Mann? Hast du irgendwas gefunden? Kriegen wir irgendwelche Schwierigkeiten? Nein. Wir stecken drin. Steck mir den Kopf in den Eimer, denn wir sind im Whisky geschwommen. Schöner als sie, das ist keine. Sie hat mir den Atem genommen. Eines Tages, da lieg ich im Sarg. Sie ist eine Frau mit nem Rad, wie ich's mag. Komm schon, alter Mann. Hab ich dich. Jetzt mach irgendwas Kriminelles. Überfall irgendwen oder sowas. Aha, die Handlung verdichtet sich. Du hättest in den Sitzungen nicht über mich lachen sollen, Malcolm. Was für ein Psychopath. Hab dich. Hey, sieh mal, Boss, das hat er in den Büschen gesteckt. Was ist das? Ein Augenstecher. Komm her und ich zeig's dir. Es hat eine Kamera. Ich krieg sie. Nein, Nestor wird sich schon um sie kümmern. Du hast eine sehr wichtige Verabredung mit dem Rest der Corley-Familie. In Ordnung. Aber vergiss nicht, die Kamera zu zerstören. Ja, ja. Also dann, Malcolm. Noch einen für unterwegs? Corley? Corley? Ben. Ich schätze, Ripburger konnte nicht auf meinen natürlichen Tod warten. Das passt zu ihm, jemanden zu schlagen, der schon am Boden liegt. Ripburger hat das getan? Ja, er wusste, ich würde sterben. Und er wusste, mit meinem Testament setze ich ihn auf die Straße. Ben, jetzt will er Corley Motors übernehmen. Verkauft es an Ausländer, entlässt Arbeiter und baut Kleinbusse. Verstehst du mich? Kleinbusse! Ah. Du musst dich an ihm für mich rächen, Ben. Versprich mir, dass du ihm sehr wehtun wirst. Das verspreche ich. Ich möchte, dass meine Tochter die Firma übernimmt. Du hast eine Tochter? Ja, und sie ist wirklich ein Mechaniker-Genie, Ben. Schon mit 4 hat sie ihren ersten Vergaser repariert. Ich habe sie immer meinen kleinen Wirbelwind genannt. Finde meine Tochter, Ben. Finde Maureen. Oh. Maureen? Ripburger ist ein ganzes Stück vor mir. Ich hoffe nur, Maureen kommt klar, bis ich da bin. Die Pistole verstehe ich ja noch. Aber warum sollte er eine Kamera mitbringen? Für wen arbeitet der Kerl? Corley Motors? Nestor, was bewegt sich denn da drüben bei diesem Haufen? Ich weiß nicht, Rip, aber ich glaube, dieser Haufen ist Boles. Ja, jetzt erinnere ich mich. Du bist der Kluge von euch beiden, nicht wahr? Da ist Mo's Hütte, aber ich sehe keine Limousine. Vielleicht erwische ich die Kerle hier. Auf der anderen Seite vielleicht auch nicht. Sieht aus, als wäre das hier in Eile durchsucht worden. Nichts als Trümmer, bis auf diese kaputte Kamera. Rückwand offen. Kein Film drin. Mo hat gesagt, sie hätte keine Kamera. Das ist das Bild von Mo und Onkel Pete auf seiner Nerzfarm. Sie hat gesagt, dort fährt sie immer hin, wenn sie eine Weile Ruhe brauchte. Das ist wohl meine einzige Hoffnung im Moment. Also, geht weiter. So, wir können sogar in mehrere Richtungen fahren. Die da nehmen wir. Aber, tja. So viel zum Thema Rückkehr zum Tatort. Sie werden sehr bald hier langkommen. Ich brauche einen Plan schnell.
Also daran können wir nicht. Das heißt, wir müssen in die andere Richtung fahren. Mehr Möglichkeiten haben wir ja nicht. Die Möglichkeiten sind begrenzt. Hey, Killer. Was? Hey, immer cool bleiben. Dein Geheimnis ist bei mir sicher. Was für ein Geheimnis? Siehst du keine Nachrichten? Und jetzt wieder zu unserem Top-Thema heute Abend. Malcolm Coley, der Besitzer von Coley Motors, wurde heute tot an einem Rastplatz in der Nähe von Mellowweed aufgefunden. Offenbar wurde der großherzige und sozial engagierte Firmengründer brutal und gewaltsam mit einem Stock erschlagen. Unmenschlich roh und ohne jede Gnade. Die Polizei hat eine kriminelle Motorradgang in Gewahrsam genommen, die unter dem Namen die Polecats bekannt ist. Nein. Mit Ausnahme ihres Anführers, der sich immer noch auf der Flucht befindet. Am Highway 9 wurden mehrere Straßensperren aufgestellt und die Polizei verstärkt ihre Suche nach diesem gefährlichen und skrupellosen Kriminellen. Wir sind reingelegt worden. Straßensperren sind scheiße. Ich hätte die Gang nicht hier lassen sollen. Hey, davon will ich überhaupt nichts hören. Du willst mich doch nicht nachträglich zum Mitschuldigen machen. Bleib einfach ruhig, Mann. Tja, wir müssen da irgendwie durch, also fragen wir ihn doch, oder? Ist das dein Truck vor der Tür? Ich brauche jemanden, der mich mitnimmt. Sehe ich aus wie ein Taxi? Verschwinde. Außerdem lassen die sowieso niemand durch die Straßensperre. Nicht mal Trucker? Die haben mich zurückgeschickt, meinten reine Polizeiangelegenheit. Schweine. Sieh mal, ich brauche wirklich jemanden, der mich mitnimmt. Kannst du vergessen. Warum? Weil du vor ein paar Bullenschiss hast? Nein, weil ich dich nicht leiden kann. Ich habe gerade einen umgebracht. Ich stehe kurz davor. Ich glaube nicht, dass das dem Tisch gut tut. Hey, Quahog. Ja, Emmett? Ich steche ein bisschen auf dem Tisch rum. In Ordnung? Der Kunde mit dem Messer hat immer recht. War nett, mit dir zu plaudern. Nette Leute, deine Gäste. Naja, Emmett ist nicht gerade der Ich bin okay, du bist okay Typ. Oh, mach den Kopf zu, Quahog. Tja, da ist wohl nichts zu machen. Das heißt, wir gehen in die zweite Location hinters Haus. Weil es ist eben so, es gibt immer nur wenige Locations. Ben! Ben, keine Zeit zum Reden. Weißt du, da drin stinkt zwar ein bisschen, aber ich habe noch nie besser geschlafen. Du musst mir helfen. Such meinen Redakteur in Corville. Sag ihm, dass ich Bilder vom Corley-Mord habe. Du hast Fotos? Ja, aber irgendein Kerl hat meine Kamera genommen. Also hast du keine Fotos? Naja, ich habe den Kerl bis Mellowweed verfolgt. Aber dahin kriegen mich keine 10 Pferde mehr. Die bringen mich um. Hol meinen Redakteur. Er muss mich hier rausholen. Nimm einen dieser falschen Ausweise, um durch die Straßensperre zu kommen. Meine Karriere hängt von diesen Bildern ab. Hilf mir, Ben. Du bist meine einzige Hoffnung. Oh, keine Sorge. Ich schulde dir was. Ja, genau. Wenn Mirandas Kerl derselbe ist, der Moos Hütte verwüstet hat, dann könnte das Mirandas Kamera gewesen sein. Aber wer hat dann den Film?
Hier. Was ist das? Gefälschter FBI-Ausweis. Könnte bei der Straßensperre nützlich sein. Jemals was von Onkel Piets Nerzfarm gehört? Ich erinnere mich, dass es da an der Straße mal so eine Art Wieselzucht oder sowas gegeben hat. Den Highway 9 runter, auf der anderen Seite von diesen verdammten Straßensperren. Da habe ich immer günstig Nerzfleisch gekauft, um es an Schulküchen fürs Mittagessen zu verkaufen. Diese Sache hat sich echt gelohnt. Also, nimmst du mich mit? Was, wenn sie hinten reinsehen und mein Bike finden? Es ist vergraben, in konzentriertem Dünger. Vertrau mir, niemand gräbt in diesem Dreck rum. Also, du wirst im Motorraum mitfahren. Im Motorraum? Hey, da drin schmuggle ich immer mein Zeug und das meiste davon ist weit mehr wert als du. Also, schieb deine Knochen rein, dann sind wir morgen früh bei dieser Nerzfarm. Ich hoffe, du kannst mit einer Gangschaltung besser umgehen als mit dem Messer. Ja, ja. Was für ein Riesentruck. Na toll, riecht so, als hätte er ein Benzinleck. Ich liebe Motorbrände. Tut mir leid, Sir, ab hier nur noch für Polizeifahrzeuge. Ich gehöre zum FBI, Kollege. Prüfen Sie es nach. Hä? Und was tun Sie hier? Geheime landwirtschaftliche Untergrundoperation. Was haben Sie geladen? Dünger. In Ordnung, fahren Sie durch. Ich hoffe, ihr kriegt euren Mann. Probleme mit dem Truck? Loser Schlauch, nichts Besonderes. Ich, hab deine Maschine schon rausgeholt. Steht da drüben. War nett, dich kennenzulernen. Muss wieder los, weißt du? Oh. Mhm. Er hatte ein Benzinleck. Und zum Reparieren hat er meine Benzinleitung genommen. Dafür bringe ich diesen Trucker um. Und da sind wir an der Dafür bringe ich diesen Trucker um. Nerzfarm. Die gucken wir uns noch kurz an und dann machen wir ein kurzes Fazit. Fürs Erste reicht das dann, um wieder ein Gefühl von Full Throttle bekommen zu haben. Dann schauen wir doch mal. Gibt ja nicht so viele Möglichkeiten. Ja, da ist ja hier Brecheisen. Benutze Brecheisen mit Kiste. Schrott. Und ein Schlauch, den ich für mein Bike brauchen kann. Ich denke, Mo stört's nicht, wenn ich mir das mal leihe. Mo? Zu schnell. Sie hat meinen Boostersprit geklaut. Warum haut sie vor mir ab? Sie denkt wohl, die ganze Welt ist gegen sie. Ich glaube, ich weiß wie das. Jetzt reicht's. Er ist tot. Dieses Schild. Das bedeutet, ich bin im Kingfish-Territorium.
los? Hellfish. Ja, ist ja alles schon ganz cool, oder? Es hat einfach was Road-Movie-mäßiges. Na toll. Da geht sie hin, die Brücke. Diese Ladung ist wertlos. Wir haben uns ausgetrickst, Brüder. Zurück zur Höhle. Sieht ziemlich verlassen aus. Vielleicht hatte der Boss Unrecht und sie kommt doch nicht hierher. Sie kommt schon. Wir waren nur schneller als sie. Nein, er war langsamer. Wir können nur abwarten und Tee trinken. Dann können wir die Typen nämlich hin. Sieh nur, wie er läuft. So, jetzt. Ich weiß nicht mehr genau, man kann abbiegen, machen wir jetzt gerade nicht. Nein, nein, nein. Wir fahren jetzt durch und jagen die durch den Dünger. Dafür haben wir ihn umgekippt. Genau, das war jetzt ein kurzes Gespräch. Man bekommt ein paar Hinweise und dann trifft man aber auch andere Biker. Dieses Mal bleibst du Osten. Los. Ja. Ja. Es ist so ein bisschen Glück. Irgendwie, man hatte kein so richtiges Treffer-Feedback und eine Waffe hat er und das heißt, ich habe eigentlich keine Chance, den zu besiegen. Naja. Es passiert dann aber auch nichts weiter, sondern man muss sich so ein bisschen hocharbeiten. Also gegen einen Morgenstern habe ich natürlich mit Fäusten keine Chance. Jetzt gucken wir mal, was er so hat. Vielleicht können wir ihm ja. Du aggressive kleine Warte. Du bist mir im Weg ausgesehen. Haben wir noch die Brechstange? Genau, stimmt. Ah, ja, es klappt nicht. Also, ihr seht, und das ist schon gar nicht so witzig. Das ist tatsächlich einer der schwächsten Teile des ganzen Spiels, muss man sagen. Dieses Fahren und Kämpfen. Da weiß man nicht so ganz genau, was sich dabei gedacht haben. Man kann wechseln auf Brechstange. Hey, das ist ja mein alter Freund, die Halsabablein. Ich freue mich, dass... Ah. Egal, lassen wir es gut sein. Das macht jetzt keinen Sinn. Wir brechen hier ab und gehen auf ein kleines Fazit. Wie immer, bis gleich. Full Throttle, Vollgas. Es fühlt sich immer noch grandios an. Das war für mich 1995 eines der Spiele, die ich wirklich, wirklich geliebt habe. Auf das habe ich mich lang gefreut. LucasArts war für mich damals sowieso einer der Spielspaß-Garanten schlechthin und die Adventures habe ich wirklich, wirklich verehrt. Und nach Day of the Tentacle, nach Sam & Max und auch nach Indiana Jones and the Fate of Atlantis war natürlich klar, dass ich das neueste Adventure von LucasArts unbedingt haben muss. Man sieht's hier, da ist sie die Packung, ne? Die Eurobox mit Inhalt drin, CD ist dabei, wir haben das Handbuch. Wir haben einen kleinen Strategy Guide, wo so die ersten Schritte drin sind. Wobei, ja, ist ja alles ganz
ist ja alles ganz einfach. Ne? Also die ersten Hilfen braucht man ja eigentlich nicht. Es ist ja wirklich ein sehr, sehr einfaches Adventure. Und ich muss sagen, ich habe Full Throttle immer geliebt. Ich habe das auch ganz, ganz oft immer wieder gespielt. Der Spielspaß war für mich einfach durch die Gesamtpräsentation gegeben. Ich habe es wirklich gefeiert. Ich habe dieses Intro so oft angeschaut, dass ich es wirklich auswendig konnte und ich habe dieses Spiel mehrfach durchgespielt. Es hat ja aber auch nicht so lange gedauert. Ich weiß, es wurde damals gemischt aufgenommen. Natürlich war man nach Fate of Atlantis, nach Sam & Max wirklich anderes gewohnt, gerade was den Rätselspaß angeht. Und man wundert sich auch wirklich, was haben sie da gemacht? Also, warum war das so knapp? Warum war das so kurz? Warum war das so wenig? Es gibt ja wirklich Locations genug, wo man hätte etwas umfangreichere Rätsel einbauen können, aber es gibt pro Location immer nur 1, 2 Gegenstände, die sind sehr schnell gefunden. Dann gibt es 2, 3 Kombinationsmöglichkeiten und das war's auch. Also das hätte man, finde ich, wirklich besser machen können an den Stellen. Also da muss man sagen, das hatten sie damals wirklich nicht gut gemacht. Aber so dieses Gesamtpaket, diese Präsentation, man sieht es ja auch hier auf der Packung, steht es ja, Interactive Road Movie haben sie es genannt. Interactive Road Movie, das war es definitiv. Also es war wirklich ein Interactive Road Movie der Extraklasse. Erstklassiger Sound, erstklassige Sprachausgabe, sowohl im Deutschen als auch im Englischen, natürlich mit Mark Hamill, ein genialer Sprecher. Also das war schon richtig klasse und mit den Gun Jackals auch noch ein richtig packender Soundtrack. Den Soundtrack übrigens, den wollte ich unbedingt haben. Und ich habe da natürlich, man recherchiert ja dann, damals gab es noch kein Internet im Haushalt, das heißt, man hat geguckt im Abspann, wie hießen die Band, wie hieß das Stück. Und dann bin ich auf die Suche gegangen nach dieser CD von den Gun Jackals, die übrigens Bone to Pick heißt. Bin in den lokalen CD-Laden in meinem, nicht ganz so großen Ort und der hat mich verständnislos angeschaut und ich glaube, entweder er wusste einfach nicht, was ich ihn da gerade gefragt habe oder er hatte einfach keinen Bock in seinen Katalog zu schauen und das zu bestellen oder er konnte es nicht. Bin damals mit meinem Bruder nach Mannheim gefahren, der hat da studiert, in das Prinz Medienhaus, den gab es damals noch in Mannheim, einen Riesenkasten, bin zu dem Verkäufer hin und der CD-Abteilung dachte, jetzt frage ich den, vielleicht können die es ja bestellen. Dann sage ich dem, ich hätte gern Bone to Pick von den Gun Jackals, dann geht er mit mir ins Regal und sagt, muss doch da sein, gib mir die CD in die Hand und da war sie, die CD von den Gun Jackals, Bone to Pick, ja, so war das damals, das war spannend, einen Soundtrack haben zu können von Full Throttle, da ist sie noch, die CD, sie läuft noch, immer noch. Man hat in CDs ja nachgesagt, irgendwann gehen sie nicht mehr, aber sie ist noch intakt. Und das war für mich richtig klasse. Eine dieser Erinnerungen, die man einfach damals hatte. Die PC Games hat Full Throttle auch das Cover gewidmet, obwohl es nicht Spiel des Monats wurde. Dennoch war es ein großer Test. Es war eben ein LucasArts Adventure und da musste man ja auch ein bisschen was zeigen. Es war ja auch grafisch wirklich herausragend. Also das muss man schon sagen, das war schon richtig klasse. Also gerade wenn man da parallel an das eben erschienene Dark Forces denkt, was von den Zwischensequenzen her wirklich mau war, und dann hat man Full Throttle angeschaut, was wirklich grandios war, mit diesen gezeichneten Hintergründen, den gezeichneten Schauspielern, den Animationen und. Also das war schon richtig, richtig grandios. Das haben sie hier auch bewertet als sehr positiv. Aber ganz klar, im Statementkasten steht es dann auch, das ist nicht das, was man sich von einem LucasArts Adventure erwartet hatte. Da hatte man sich doch mehr gewünscht an Rätselspaß, an Rätselkomplexität. Und man war eben auch hier bei der PC Games etwas ratlos, warum das denn so ist, warum das so gewesen sein musste, dass dieses Spiel so kurz war, auch in der Spielzeit dann. Das war natürlich ein Wermutstropfen. Also Präsentation genial, Grafik genial, aber Spielumfang eher nicht so. Ich muss gestehen, mich hat es damals nicht so gestört, dass der Umfang so gering war. Ich war tatsächlich von dieser Gesamtpräsentation, von diesem Gesamtpaket einfach überzeugt. Mich hat es wahnsinnig mitgenommen. Ich habe Vollgas geliebt, liebe es immer noch. Und jetzt haben wir natürlich hier das Remaster gespielt. Ich habe gesagt, ich spiele auf der klassischen Grafik. Das ist jetzt wirklich eine Ansichtssache. Also ich kann es euch nur empfehlen, das Remaster euch zu holen, wenn ihr Full Throttle nochmal spielen wollt. Es ist wirklich gut gemacht. Es gibt einen Audiokommentar der Entwickler. Es gibt eben diese neue Grafik und die ist auch wirklich sehr gelungen. Dass ich in der klassischen Pixelgrafik spiele, das ist wirklich mein Feeling, weil ich einfach sage, das gehört für mich einfach dazu. Das macht mir auch nichts aus. Für mich hat es eben diesen Charme. Für mich ist das einfach die Grafik, die ich bei Full Throttle sehen möchte.
Aber das Remaster ist wirklich gelungen, die Grafik ist wirklich 1A. Also das ist wirklich gut gemacht und man kann jederzeit über die Taste F1 hin und her schalten. Das finde ich mega genial, einfach zu sagen, ich gucke mir es an, wie es früher war. Ich gucke mir es in der neuen Grafik an. Also das ist schon sehr komfortabel. Also die Remastered-Fassung kann ich euch nur empfehlen. Und auch die Frage, macht's noch Spaß? Ja, macht immer noch Spaß. Ist einfach ein tolles LucasArts Adventure. Es ist sehr leicht, aber wer damals es gespielt hat, weiß das. Der weiß, dass die Rätsel nicht umfangreich waren. Die Actionsequenzen mit den Motorrädern, geht alles. Die spielt man dann halt an sich durch und dann hat man es auch überstanden, ist auch nicht schlimm. Also ja, macht noch Spaß, Vollgas, Full Throttle, immer noch ein richtig geniales Road-Movie. Boah, das war toll damals und die Erinnerung daran ist noch viel, viel toller. Vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart bei dieser kleinen, diesmal sogar etwas umfangreicheren Rückschau in eines der alten Spiele. Es würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid, wenn wir in ein altes Spiel reingucken oder wieder in eines der alten PC Games Hefte reinblättern. Bis dahin, habt Spaß, zockt ein bisschen und dann sehen wir uns vielleicht auf diesem Kanal wieder.